und willkommen zu meinem ersten Video. Ich bin Anna-Lena und das ist Eckbert, der eigentliche Star in meinen Videos. Schon lange hatte ich den Wunsch, mir einen Kleintransporter zu einem Camper umzubauen und das Ganze zu dokumentieren. Die Suche nach dem richtigen Fahrzeug zog sich etwas und vor einigen Monaten wurde ich endlich fündig. Hiermit beginnt also meine Videoreihe zum Thema Umbau eines Sprinters zum Camper. Ich freue mich, wenn ihr mich auf dieser Reise begleiten wollt. Wie ihr seht, ist Eckbert etwas in die Jahre gekommen, wurde lange nicht wirklich genutzt und hat daher auch leider ein wenig Rost angesetzt. Dennoch sehe ich in ihm viel Potenzial, besonders die Größe des Laderaums hat mich schlussendlich überzeugt. Zuallererst haben wir den Laderaum leer geräumt, viel war nicht darin, lediglich ein paar alte Gummimatten, lose Schrauben und Muttern. Unter der Gummimatte hatte sich relativ viel Schmutz angesammelt. Der meiste war tatsächlich nur oberflächlich, doch haben wir ein paar Roststellen entdeckt, die wir definitiv noch behandeln müssen, bevor wir an einen weiteren Ausbau denken. Hier seht ihr also, wie wir die Matten ausräumen und wie ich den größten losen Dreck schon einmal wegsauge. Für diejenigen unter euch, die es interessiert, habe ich ein paar Infos zu Eckbert herausgesucht. Er ist ein Mercedes-Benz 207D Kombi. Er fällt unter die Baureihe 601 mit einem Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen. Vom Band gerollt ist er 1984 und seine Bezeichnung setzt sich zusammen aus dem abgerundeten zulässigen Gesamtgewicht und der ungefähren Leistung in PS. Dieses Modell war der erste Kleintransporter, den Daimler-Benz selbst entwickelte. Der T1 wurde genutzt als Wohnmobil. Von Mercedes-Benz selbst war der von Westfalia ausgebaute James Cook. Eckbert ist, wie ihr seht, größer als die bekannten VW-Transporter. Vergleichbar zu ihm wären der VW LT oder der Ford Transit. Denn allein Eckberts Kabine ist 1,50 Meter hoch, 1,70 Meter breit und 2 Meter lang. Der Vorbesitzer hat Eckbert tatsächlich nur genutzt, um damit Altmetall oder sonstige alte Gegenstände auf den Schrottplatz zu bringen. Er hat tatsächlich schon 36 Jahre auf dem Buckel, ist aber bisher erst rund 56.000 Kilometer gefahren. Daher ist sein Motor eigentlich in einem einwandfreien Zustand. Wir haben lediglich die Batterie, die Bremsscheiben und die Bremsbeläge erneuern lassen. Er hat außerdem Mitte Januar frischen TÜV bekommen und jetzt müssen wir ihn nur noch zulassen. Falls ihr euch fragt, wie ich auf seinen Namen gekommen bin, muss ich euch gestehen, dass ich ein riesiger Serienfan bin. Ich schaue sehr gerne Serien und besonders die kanadisch-irische Serie Vikings hat es mir angetan. Dort gibt es einen britannischen König namens Eckbert und irgendwie gefiel mir der Name, besonders da mein Transporter so schön eckig und alt ist. Nach der ersten Säuberung haben wir die Rostflecken fotografiert und mit der Innenverkleidung weitergemacht. Ich habe die Plastikbefestigungen nach und nach gelöst und die einzelnen Wände rausgenommen. Das ging mehr oder weniger leicht. Ein paar waren echt hartnäckig. Fight you! Entschuldigung, kannst du bitte rauskommen? So, hier seht ihr jetzt das fertige Ergebnis. Eckbert einmal ohne Innenverkleidung und komplett sauber. Die Rostflecken müssen wir jetzt auf jeden Fall als nächstes angehen. Und dann geht es, denke ich mal, weiter mit der Isolierung und dem Holzboden, den wir gerne reinlegen möchten. Und damit bedanke ich mich auch bei euch für euer Ohr, für euer Auge und für eure Geduld. Ich freue mich über Feedback und bin gespannt, was ihr so zu meinem Video zu sagen habt. Ich freue mich auf jeden Fall auf mein Projekt und hoffe, dass ihr mich weiterhin dabei begleiten möchtet. Bis dann!